Lego-Städte gibt es wirklich zahlreich auf YouTube und Social Media. Daher habe ich mich auf die Suche begeben, um die besten Lego-Städte zu finden. Ich habe auf jeden Fall verschiedenste Lego-Städte gefunden, die alle was Spezielles Eigenes an sich haben. Wenn euch eine Lego-Stadt noch fehlt, gerne in die Kommentare damit. Vielleicht kommt dann ein Teil 2. Wir starten mit Percival Briggs und da bin ich auf seine Roomtour gestoßen, wo er seine New York Lego City zeigt. Und da sind echt einige große Gebäude mit bei. Das ist auf jeden Fall beeindruckend, wie viele große Gebäude da einfach drin sind. Jetzt relativ neu dazugekommen ist bei ihm das Wall Street Building und das ist sein 7. Lego Wolkenkratzer in der New York City. Und wenn wir uns jetzt mal die Straßen bei ihm angucken, das ist tatsächlich das neue Lego City Straßensystem und auch bei Kleinhäusern hat er echt einige nette Details eingebaut. Hier beispielsweise bei der Grand Central Station, da führt erstmal so eine kleine Brücke hin und von oben kann man durch das ganze Glas hier auch mal reingucken. Ich denke, das ist schon mal ein beeindruckender Start und als nächstes haben wir die Lego Stadt von Monkey Bricks und bei ihm ist das Spezielle, dass er die Stadt auf verschiedenen Ebenen baut und diese Ebenen eben durch solche Straßen hier beispielsweise verbindet. Gut ist auch die Kombi von Lego-Sets und Mockgebäuden. Außerdem haben wir hier ganz viele Minifiguren, die irgendwas erleben. Hier haben wir beispielsweise einen Radfahrer auf einem Seil. Ich denke, der gesamte Look auch mit der Straße dieses Ganze so ein bisschen zusammenschließt und vor allem auch die ganz vielen Geschichten, die hier mit Minifiguren eingebaut werden, bringen hier auf jeden Fall ein gutes Gesamtbild. Hier spielen beispielsweise 2 Minifiguren im Park Schach. Im Untergrund ist auch noch einiges los und das Ganze ist sogar beleuchtet. Und bei der Inneneinrichtung hat er sich auch einiges an Mühe gegeben. Das hat auf jeden Fall einen guten Gesamtlook. Die nächste Stadt, die wir uns angucken, die kennen vielleicht einige von euch. Das ist nämlich die Stadt von Brickworld und hier schauen wir uns auf jeden Fall den Bahnhof an. Denn das ist quasi das Markenzeichen der Stadt, denn das ist wirklich mit Abstand das größte Gebäude. Sonst haben wir überall auch ganz viel Leben und einige nette Details. Und wie ihr seht, ist das Ganze auch noch beleuchtet. Es gibt verschiedenste Ecken in der Stadt, es gibt eine Altstadt, es gibt eine modernere Stadt und vor allem diesen fetten Bahnhof. Im Bahnhof gibt es echt viele Gänge, ganz viele Geschäfte, verschiedene Ebenen und natürlich ganz viele Minifiguren, die das Ganze beleben. Inzwischen ist die Stadt echt groß geworden und da ist viel Bauzeit reingeflossen. Hier wurde so ein cooler Kreisverkehr eingebaut und es gibt eine kurvige Straße. Auf jeden Fall ein mega Projekt. Die nächste Lego-Stadt befasst sich mit ganz vielen Filmen, das ist nämlich die Brick Rock City. Hier ist wirklich einiges an Filmen und Serien mit dabei. Mit dabei ist Mission Impossible, Star Wars, Ghostbusters, die Wednesday-Serie, Terminator ist auch mit dabei und jetzt ganz neu auch Forrest Gump. Auf jeden Fall ein ultra spannendes Konzept, alles mögliche an Filmen in eine Stadt reinzumachen. Dinge wie Star Wars oder die Area 51, die schwierig irgendwie in ein Stadtbild reinzubringen sind, die kommen dann beispielsweise auch unter die Stadt, sodass wirklich alles mögliche an Filmen hier umgesetzt wurde. Die Häuser, die er baut, sind so New Yorker-Style. Viele Filme spielen ja auch in New York bzw. in den USA und mir gefällt dieser Häuserstil der New Yorker Lego-Häuser und hier hat er auf jeden Fall einige spannende Geschichten mit umgesetzt. Die nächste Lego-Stadt, die müsstet ihr eigentlich alle kennen, nämlich die Stadt von Bob Brickman. Er hat eine wirklich riesige Lego-Stadt, die man auch im Museum von ihm und Brickstory bestaunen kann. Ich denke, wenn man an Lego-Städte auf YouTube denkt, dann denkt man an Bob Brickman und seinen Städtestil und er baut echt einige nette Details und viele Geschichten durch die ganzen Minifiguren ein. Er hat hier vorne den Hafenbereich, der sich hier einmal komplett rumzieht und dahinter auch noch Promenade mit einigen Wohnhäusern und einer Straßenbahn. Dann haben wir hier den Bahnhof und dahinter die wirkliche Lego-Stadt, sage ich mal. Dabei ist beispielsweise auch ein Museum und wenn wir mal nach links gucken, dann ist dort der große Lego-Berg und der gesamte ländliche Bereich mit einem kleinen Dorf. Und wenn man dann noch weiter nach links geht, dann ist man beim Flughafen der Stadt. Also, wir haben hier echt Masse an Lego-Stadt, aber dennoch nette Details und spannende Bautechniken. Jetzt wird es italienisch, wir sind nämlich in der Lego-Stadt von The Bricking Panda. Und bei ihm haben wir echt viele schöne Details in seiner italienischen Lego-Stadt. So schön beleuchtet sieht das Ganze bei Nacht aus. Und ich glaube, wenn man davor steht, dann kann man sich echt gar nicht satt sehen von den ganzen Details. Ich glaube, man findet da immer wieder neue Sachen, wenn man sich das Ganze so anschaut. An den Häusern und Dächern sind ganz viele Details, auf dem Boden sind ganz viele Details. Und auch solche Geländer haben viele Details. Und die Zusammenstellung der Farben für die verschiedenen Häuser bringt er auch ein sehr gutes Gesamtbild rein. Was er hier auch sehr gut gemacht hat, finde ich, ist es, die Stadt auf verschiedene Ebenen zu bringen, weil so die Stadt quasi nochmal größer aussieht. Und in Italien ist es ja auch mal üblich, dass so eine Stadt am Meer den Berg hochgebaut ist. Solche detaillierten Städte mag ich, daher auf jeden Fall eins meiner Highlights aus diesem Video. Die nächste Stadt, die kommt aus der Community von meinem Brick Creators Discord Server. Die Lego-Stadt von Brickmax ist aktuell flächenmäßig noch nicht so groß, soll aber noch
noch erweitert werden. Und wir haben hier links eine Tankstelle und rechts einen Wolkenkratzer. Die Straßen hier sind sehr spannend gebaut und haben auch einige illegalen Bautechniken. Es sieht nach viel Friemelarbeit aus, aber mit echt wenig Lücken. Die Bäume sind auch richtig schön detailliert auf viele verschiedene Bauweisen gebaut. Vorne haben wir dann auch noch für die Zugleute eine Zugstrecke. Er ist übrigens selbst Zugtyp. Zugtyp und Zugleute, das hört sich irgendwie immer noch komisch an. Aber ihr seht es auf jeden Fall auch auf den Bildern bei der Tankstelle und eigentlich überall haben wir hier echt schöne Details. Zusätzlich hat er hier auch einige Automocs mit dabei und die Züge, die er hier draufgestellt hat, die sind auch Mocs und ein Zug, der dampft sogar. Die nächste Stadt auf dieser Liste ist die Stadt von Stadtbaustein. Wenn ich an seine Lego-Klemmbausteinstadt denke, dann denke ich an Fachhäuser und seinen großen Berg. Das Coole bei seinem großen Berg ist, dass dort eine Seilbahn hoch und runter fahren kann. Das Ganze ist motorisiert. Auf dem Berg gibt es auch immer mal wieder so kleine Lichtpoints, wie beispielsweise hier unten beim Wanderweg oder oben bei dem Tor. Hier wurden auch einige nette Brücken mit eingebaut, also mir gefällt der Berg auf jeden Fall, auch weil dort grün und grau gut gemischt wurde. Nun aber zur Stadt selbst. Er hat einige Busse und Straßenbahnen gemockt und außerdem hat er natürlich noch einige Häuser, beispielsweise einen Biergarten, ein Rathaus oder ein Museum. Auch wieder eine Lego-Stadt, die ich vorher nicht so wirklich auf dem Plan hatte, aber durch seine Bautechniken und Details konnte er mich hier auf jeden Fall von sich überzeugen. Bevor wir zur nächsten wirklich riesigen Lego-Stadt kommen, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Stadt ihr bisher am besten fandet und welche Stadt euch noch fehlt. Die nächste Lego-Stadt ist von Brixie und die ist wirklich riesig. Schaut euch einfach mal diesen Vergleich zum Menschen an. Aber Brixie hat nicht nur Größe, sondern auch einige nette Details. Den Zoo-Eingang finde ich beispielsweise echt schön gelungen. Teilweise muss ich aber sagen, wurde auch ein bisschen zu basic gebaut, aber dennoch einige coole Ideen und spannende Bautechniken, weshalb ich ihn auch in dieses Video mit aufgenommen habe. Er hat beispielsweise einen coolen Weg im ländlichen Bereich. Außerdem hat er so eine edle Villa gebaut. Also er hat auf jeden Fall viel in seiner Lego-Stadt und in seinem Lego-Studio. Er muss dafür echt viel Platz haben, weil das Ganze ist echt groß, wie ihr seht. Und in seinen Videos zeigt er auch echt viele Bautechniken, die er dabei benutzt. War auf jeden Fall spannend, so eine riesige Lego-Stadt zu sehen. Als nächstes haben wir die Stadt von TE Bricks und DS Bricks. Es ist wieder eine italienische Stadt. Über die Jahre, wo ich ja meine eigene italienische Stadt gebaut habe, habe ich auch echt verschiedenste andere italienische Lego-Städte im Internet gefunden und es kamen auch neue dazu. Die italienischen Lego-Stadtmodule von TE Bricks und DS Bricks, die waren auch auf der Bricking Bavaria ausgestellt und hier kann man sich auch echt satt sehen an den Details. Die Häuser sind detailliert, wir haben eine schöne Boden- und Hafenbauweise. Das Ganze ist auch noch beleuchtet. Hier bei der Hafenstelle finde ich die Bauweise der Rundung auch echt gut gelungen. Hier wurden ja diese Wedgeplates oben verwendet und unten dann eine Rundungsbautechnik. Auf jeden Fall hier auch einige spannende Bautechniken mit bei. Auf jeden Fall einige echt schöne italienische Lego-Stadtmodule, die auch noch erweitert werden. Ich selbst habe in den letzten 2 Jahren ja auch meine italienische Lego-Stadt gebaut und die ist zum Ende letzten Jahres auch fertig geworden mit insgesamt 15 Gebäuden und einem Hafen und Strand vorne. Wenn ihr euch dazu den detaillierten Lego-Stadtrundgang anschauen wollt, klickt hier auf das nächste Video. Dort habe ich die Inneneinrichtung der Gebäude und alles mögliche an Details genau gezeigt. Schaut dort als nächstes rein. Bis dahin, ciao, ciao.